Hey Leute, ich begrüße euch zum dritten Update der Microscale Brickworld. Ja, und heute bauen wir dann auch endlich unser erstes Hausmog im Microscale Maßstab, was wir dann in unserer Kanalstadt direkt am Wasser platzieren werden. Hier könnt ihr schon mal die Steine sehen, die ich jetzt bei meinem zweiten Bricklink-Einkauf mir besorgt habe. Hauptsächlich natürlich für das Haus, aber auch direkt ein paar mehr. Ach so, bevor ich es vergesse, an all die, die noch nicht das Bricklink-Video gesehen haben, euch natürlich auch noch ein frohes neues Jahr. Nur das Beste wünsche ich euch. Ja, und jetzt fangen wir auch sofort mit dem Hausbau an. Ich nehme euch mit auf den Weg, also seid gespannt. Ja, falls ihr euch gerade gewundert habt, was diese blauen Tiles, also Fliesen da sollten, das ist das Wasser, das gibt es dann natürlich im zweiten Update. So, das Fundament habe ich gebaut, wie ihr sehen könnt. Und ja, da ist so ein Loch auf einmal im Haus, das ist die Bootsgarage, genau. Und zwar machen wir ja das Haus direkt ans Wasser und wir haben Kanäle, also muss da auch eine Bootsgarage hin. Hier bin ich gerade mit der Tür beschäftigt, weil das Ganze soll realistisch sein, also muss natürlich eine Tür ins Haus führen. Genau, den unteren Sockel, den habe ich in Dark 10 gemacht. Da habe ich leider nicht drüber nachgedacht an einer Stelle. Und zwar könnt ihr vorne den Light Bluish Gray Brick Modified mit den zwei Noppen sehen. Und da bin ich ja gerade ja darüber am Bauen. Ja, ich dachte mir, da können wir später irgendwie vielleicht so ein Gitter oder sowas dran machen. Habe aber nicht so ganz drüber nachgedacht mit dem Eingang, dass da der Eingang ist und dass wir ja auch noch eine Pflasterung machen und das passt mit den Noppen nachher nicht. Das ist zu eng, da kriege ich dann keine Fliesen mehr hingedrückt. Ja, dann könnt ihr auch sehen, wie ich gerade das Fenster gebaut habe, ne, mit diesen Dark Tint Fliesen. Ich möchte nämlich das Fenster nach innen versetzen. Das war mir wichtig, um da nochmal eine schönere Optik zu erzielen. An der Tür habe ich auch Brick Modified in 10 hingebracht, um auch später Verzierungen noch dran zu machen. Das könnt ihr dann ganz am Ende des Videos sehen. Ja, jetzt schon die weiteren Fenster auch gebaut. Rechts an der rechten Seite, hinten ein Dreierfenster, quasi versetzt über dieser Bootsgarage. Bei dem Eingang von der Bootsgarage, da bin ich auch noch nicht so richtig zufrieden mit und werd da auch noch mal was abändern. Genau wie mit diesem Brick Modified. Ja, das heißt von unten abbauen. Ne? Ich hab's ja quasi schon gemacht. Das ist ja, ich bespreche das Timelapse-Video im Nachhinein. Genau, das war nicht so spaßig. Da sind mir einige Steine wieder weggebrochen. Ich konnte das Haus ja schlecht von oben abbauen, also musste ich diese große blaue Plate entfernen. Genau. Ja, jetzt haben wir mal die Perspektive ein bisschen gewechselt. Da bin ich mit der Tür beschäftigt. Da habe ich auch so ein Plate Modified mit Noppen genommen, um die nach innen zu versetzen. Da auch so ein kleiner Trans Clear Yellow, also gelb, runde Plate angebracht über der Tür als Lampe quasi. Ja, jetzt bin ich mit den Fenstern dran, da könnt ihr euch das angucken. Das ist so eine kleine Fensterbank erzeugen, quasi durch diesen Versatz des Fensters. Dann die Verzierungen, genau, da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen. Da habe ich mich für Light Bluish Gray entschieden, genau wie unten den Streifen über dem Sockel, um dieses Muster wieder aufzugreifen, um die Farbe wieder aufzugreifen. Habt ihr jetzt alle angebracht und jetzt geht es dann so langsam los mit der ersten Etage. Da dachte ich mir, überm Eingang kann es ein bisschen prunkvoller sein. Also habe ich da mehrere von diesen Hinge-Plates, heißen sie genau, Hinge-Plates angebracht. Jetzt bin ich mit dem Innenraum beschäftigt gewesen auch, ne, und nochmal abgemacht, wieder rein, um da die richtige Stabilität jetzt gleich hinzukriegen mit den Plates, die ich da drauf setze. Habe auch extra weiße Bricks genommen, also weiße Steine, damit wir nicht später da, wenn wir das Ganze beleuchten, nicht das reine Farbenwirrwarr haben. So, jetzt sind die Plates drauf, die Etage ist fertig und ja, da ist mir die Idee gekommen, dass doch zu diesem Haus super ein Balkon passen würde. Ja, und den habe ich dann hier hingesetzt. Dann das Geländer vom Balkon, im Endeffekt in der gleichen Farbe, gemacht in 10. Genau, und hier die Tür auch reingemacht und das Fenster am Balkon auch fertig gemacht. Da hatte ich kurz das Speedbild beendet und dann mal kurz so weitergebaut. Ja, und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Speedbild. Da könnt ihr jetzt auch das Abwasserrohr an dem Plate Modified, diesem Light Bluish Gray, erkennen. Das habe ich da schon eins angebracht, damit man sich das mal so vorstellen kann. Jetzt kommt dieses Dreierfenster, da hatte ich aber halt nicht mehr diese Plate Modified mit dem Noppen und musste mir jetzt überlegen, wie bringe ich das an. Und ja, könnt ihr sehen, mit diesem gelben Brick Modified habe ich dann den Versatz hingekriegt. Ja, jetzt die Verzierung, dann hier hinten noch eine Tür hin, weil ich da einen kleinen Balkon machen möchte, beziehungsweise gemacht habe.
wird dann das gleiche Balkongeländer sein, im Endeffekt wie bei dem großen Balkon. Ich dachte, das passt da ganz gut hin. Habt ihr auch eben gesehen, werde ich euch aber nachher auch nochmal in Ruhe zeigen. Ich habe dann ein zugemauertes Fenster im Endeffekt gemacht. Fand ich ganz lustig. Ich dachte, das sieht irgendwie cool aus. Es ist ein altes Gebäude und das kommt mal vor. Genau, wollte ich die erste Reihe Light Bush Grey machen und bin aber dann auf die Idee gekommen, nee, wir setzen jetzt mal hier eine andere Farbe hin und zwar machen wir jetzt mit dem Dark Tan und Tan, um so nochmal so ein schönes Muster zu erzeugen. Dann die Regenrinne mit diesem Plate mit der Rille dann gemacht. Ich finde, das sieht klasse aus und ja, ich wollte zumindest beim ersten Haus auf jeden Fall eine Regenrinne dabei haben. Ja, jetzt das Ganze zugebaut mit Plates, damit wir jetzt gleich auch mit dem Dach anfangen können. Und mit dem Dach, da habe ich hin und her experimentiert. Ich hatte erst andere Slopes, also andere Dachsteine benutzt. Das gefiel mir dann irgendwie nicht, das passte nicht zur Optik des Hauses. Und dann habe ich mich für diese Dark Red Steine entschieden. Ja, die Fenster könnt ihr schon sehen. Da bin ich irgendwie sehr stolz drauf. Ich fand die Gauben, dann da eine Gaube hinzumachen, ich glaube, das nennt man so, ne? Ja. Ich finde, das sieht ja klasse aus. Dann auch ganz kurz, fällt mir gerade ein zur Erdetage oder auch die anderen Fenster. Da seht ihr immer diese Brick Modified mit dem Noppen neben dem Fenster. Da kommt natürlich noch was dran. Ihr könnt es euch vielleicht auch denken. Ja, und jetzt habe ich hier oben hin und her überlegt die ganze Zeit, wie ich das Dachgeschoss mache. Setze ich da noch weitere Fenster rein? Ne, jetzt habe ich das eine Fenster wieder rausgenommen und Verzierungen da mache ich da gerade über die Tür. Habe ich mir überlegt, da später was ranzudrücken quasi. Dann war ich mir aber die ganze Zeit unsicher von der Optik her. Mir passte das auch nicht, dass das Fenster direkt da am Dach liegt, jetzt quasi, am Dark Red. Das sieht irgendwie für mich sah das in der Nachbetrachtung dann nicht aus. Ne? Manchmal muss man erstmal sowas auf sich wirken lassen. Ja, hier kann man auch schön die Löcher sehen. Da kommt ja ein Haus später dran. Da ist auch eure Meinung gefragt. Setzen wir jetzt das Haus direkt nebendran, da wo ich die Löcher gelassen habe für die Elektronik später, oder machen wir gegenüber das Haus, aber da bin ich ganz offen. Ja, jetzt habe ich hier die Variante mit beiden Fenstern, aber da werde ich mich später nochmal umentscheiden, zeige ich euch nachher, ja, im letzten Teil des Videos. Also seid da mal gespannt, da ist mir meiner Meinung nach noch eine bessere Idee gekommen, was einfach optisch noch besser aussieht. Genauso mit dem Dach, da ist mir auch nochmal eine andere Idee gekommen. Genau, das kann ich euch jetzt gleich dann in Ruhe zeigen. Dann werde ich das Haus auch nochmal von allen Seiten drehen. Kleine Veränderungen, auch wie ich die Treppe am Eingang gemacht habe. Genau, also seid da mal gespannt. So, ich habe jetzt mal das Speedbild beendet, um euch mal das Haus ein bisschen genauer zu zeigen, um auf die Details einzugehen und auch noch vor allem die Sachen euch zu zeigen, die ich verändert habe. Oben am Dach könnt ihr es vielleicht schon erkennen, ganz oben die Plate Modified. Die habe ich einmal jetzt anders ausgerichtet. Links das Abwasserrohr ist jetzt ja, komplett angebracht. Sieht natürlich auch direkt besser aus. Dann habe ich die Treppe jetzt endlich fertiggestellt. Da habe ich dann auch so eine ja, besondere Technik, weiß nicht, ob man es so sagen kann, verwendet. Und zwar habe ich hier, ich zeige euch das mal in bunten Farben, einmal Plate Modifieds mit so einem Noppen genommen und nehme dann diese Plate Modified und setze die dann so versetzt drauf. Und so kriegen wir im Endeffekt diese Treppenoptik. Ja, aber so möchte ich die Treppe natürlich nicht stehen lassen. Also habe ich da noch so eine Mauer gebaut, natürlich in den Farben des Hauses. Da habe ich mich natürlich angepasst, mit ein bisschen Grünzeug drauf, damit das Ganze direkt ein bisschen schicker aussieht. Ja, dann hier die Lampe über der Tür, die gelbe, hatte ich euch ja schon von erzählt. Dann habe ich die Fensterläden, Schlagläden angebracht, jetzt an diese Brick Modified, die ihr eben gesehen habt. Hier in Reddish Braun gehalten, auch ja in der Farbe der Tür, die auf dem Balkon ist, damit sich dieser Farbton hier wiederholt. So, jetzt drehe ich das Haus einmal. Dann könnt ihr hier ganz rechts erkennen, wie hoch unser Wasser ist. Ne? Also 2 Plates und eine Fliese hoch, aber nicht in diesem Ton. Also da werden wir eine komplett andere Optik machen. Mehr dazu dann, wie gesagt, im zweiten Update. Genau, jetzt hier der Balkon und jetzt vor allem auch die Verzierungen am Dach und das Mauerwerk am Dach habe ich geändert. Das hatten wir ja vorher in Tan und Dark Tan. Das war mir aber zu unruhig, das passte mir irgendwie nicht.
Und auch die Verzierungen, das passte irgendwie von der Symmetrie nicht. Also habe ich jetzt die Verzierungen am Dach angepasst. Habe die einmal hier so hochlaufen lassen. Hier vorne rechts habe ich es nicht vergessen. Ich habe das da mal hingesetzt. Das sieht irgendwie nicht aus, weil das Stück da irgendwie zu klein ist. Genau, dann noch eine Verzierung über das kleine Fenster. Hier rechts, das Fenster, was da über der Tür auf dem Balkon ist. Dann kann ich das mal kurz kippen für euch. Dann könnt ihr den Balkon noch ein bisschen besser erkennen. Oder ja, so kann man es doch eigentlich schon super erkennen, wenn ich es näher ranhole. Da habe ich einen Tisch hingestellt, 4 Hocker, genau, und eine Pflanze in die Ecke, um das Ganze ein bisschen, meine Tochter würde sagen, um das Ganze ein bisschen zu vertollern. Genau, um das ein bisschen schicker zu machen. Dann hier unten die Fenster, das Abwasserrohr auch komplett angebracht. Bevor ich das gleich vergesse, mich würde total eure Meinung allgemein zu dem Haus interessieren. Habt ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge? Ich bin total zufrieden mit meinem ersten Hausmog. Ne? Hier allein diese Perspektive mit dem Balkon und so. Ich finde, es ist mir gut gelungen. Ich würde euch gerne schneller die Updates liefern und gerne schon wieder in 2, 3 Tagen eins. Aber mir fehlen da einfach die Steine. Ich habe damals halt nur dieses eine Konvolut gekauft. Das war noch vor meiner Stadtplanung. Und ja, darum habe ich einfach noch nicht so einen Steinevorrat und muss jetzt nach und nach bestellen. Darum, ihr werdet regelmäßig mit Updates versorgt, aber ich brauche jetzt am Anfang noch so ein bisschen Anlaufzeit, um meine Steinevorrat einfach zu erhöhen, wie gesagt. Genau, das nur kurz zur Erklärung. Also gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das Haus findet. Jetzt kommt meiner Meinung nach die schönste und auch beste Veränderung und die total wichtig war. Das hatte ich schon während dem Speedbild gesagt, dass ich mit dieser Bootseinfahrt da irgendwie nicht so zufrieden bin. Das passte irgendwie nicht zu dem Haus. Und jetzt spanne ich euch nicht länger auf die Folter. Jetzt drehen wir das Ganze mal. Und zwar habe ich mir jetzt die Bootseinfahrt, Fokus, so überlegt. Mit diesen Bögen, mit diesen 2 Einfahrten, ich finde, das passt einfach viel besser zu diesem Haus, zum Stil des Hauses. Man kann auch, wenn man von einer anderen Perspektive guckt, ist jetzt, ja, hier kann man es vielleicht ein bisschen erkennen, kann man den also diesen Steg da drin erkennen, der dann zu dieser Tür führt, die ihr ja im Speedbild gesehen habt. Genau, dann hier der Balkon über dem zugemauerten Fenster, was ich ja irgendwie auch mit reinbauen wollte. Das passt ja auch mal zu so einem älteren Gebäude. Ja, genau. Dann habe ich hier nochmal ja, so kleine Veränderungen, ne? Diese Plate dann noch abgeändert. Die Pflasterung, das ist einfach nur provisorisch jetzt gerade, ne? Genau wie das Wasser, was ja auch eine komplett andere Optik kriegen wird. Und Fokus, die Pflasterung einfach nur mal jetzt in einem Dark Blue Spray gemacht, um ungefähr den Ton zu erreichen, den wir auch später dann haben werden. Also das werden wir ja auch auf jeden Fall dunkel halten, glaube ich. Genau, dann wie gesagt die Garage, Bootsgarage habt ihr gesehen und ja, jetzt kommt die schönste Seite, nein Quatsch, hier kommt ja das Haus dran. Ne? Also entweder kommt hier das nächste Haus dran, da könnt ihr auch mitentscheiden, oder wir bauen das nächste Haus ja, gegenüber. Hier will ich so eine kleine Gasse haben, einen kleinen Durchgang und dann könnt ihr direkt hier gegenüber das nächste Haus auch stehen. Ja, ich hoffe, euch hat das Update genauso viel Spaß gemacht wie mir. Euch hat das Haus auch gefallen. Ja, und dann, wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne auch ein Abo und die Glocke aktivieren, genau. Und dann kann ich auch nur noch sagen, ich wünsche euch alles Gute, macht euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Update. Ciao, ciao, euer Büchsenkopf.